Willkommen beim Deutschblitz Podcast. Heute geht es um Camping. Viel Spaß beim Hören. Stell dir vor, du bist in der freien Natur. Du willst dem Alltag entfliehen. Du willst Wildnis, Freiheit, das Rauschen der Blätter. Der Amerikaner geht in die Wildnis, um sich selbst zu finden. Er nimmt ein Zelt, ein Messer und eine Dose Bohnen. Der Deutsche geht in die Wildnis, um den Kunstrasen vor seinem Wohnmobil zu saugen. Er fährt mit seinem 6 Meter langen Gefährt 1500 Kilometer über die Alpen, reiht sich mit tausenden anderen Wohnmobilen auf der Autobahn ein, nur um in Italien oder Kroatien exakt dasselbe zu tun wie zu Hause. Er baut einen kleinen Zaun, er stellt eine Satellitenschüssel auf und er beschwert sich, wenn der Nachbar nach 22 Uhr noch laut atmet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deutschblitz-Podcasts. Mein Name ist Lukas. In den letzten Folgen haben wir gelernt, wie wir unser Geld auf dem Sparbuch hüten und warum wir im Hotel unsere Liegen mit Handtüchern verteidigen. Heute sprechen wir über die ultimative deutsche Urlaubsform: Camping. Warum lieben wir es, unser eigenes Haus auf Rädern durch ganz Europa zu ziehen? Warum ist der deutsche Campingplatz das perfekte Miniatur-Deutschland? Und warum brauchen wir selbst im tiefsten Wald eine laminierte Platzordnung? Zieht eure Funktionsjacken an und klappt die Campingstühle auf. Wir fangen an. Wenn wir das Wort Camping hören, denken viele an Abenteuer, an Lagerfeuer, an das Überleben in der Natur. Aber vergessen wir das ganz schnell. Deutsches Camping hat mit Survival so viel zu tun wie eine Excel-Tabelle mit Poesie. Der Deutsche campt nicht, um der Zivilisation zu entfliehen, er campt, um die Zivilisation auf 40 Quadratmetern neu aufzubauen. Das Herzstück dieser Kultur ist das Wohnmobil oder der Wohnwagen. Es ist eine mobile Festung. Wenn der Deutsche in den Urlaub fährt, will er keine bösen Überraschungen. Ein Hotelbett in Spanien könnte zu weich sein, das Frühstück in Frankreich könnte zu wenig Vollkornbrot haben. Die Lösung? Wir nehmen unser Haus einfach mit. Im Wohnwagen haben wir unsere eigene Matratze, unsere eigene Kaffeemaschine, unseren eigenen Vorrat an deutschem Filterkaffee und Dosenwurst. Es ist die absolute Kontrolle über die Umgebung. Wir reisen in fremde Länder, aber sobald wir die Tür des Wohnwagens schließen, sind wir wieder in Bottrop oder Stuttgart oder in einem sehr gut organisierten Paralleluniversum. Sobald das Wohnmobil nach tagelanger Fahrt durch Europa endlich geparkt ist, beginnt Phase 2, die Landnahme. Auf einem deutschen Campingplatz mietet man keinen Platz, man mietet eine Parzelle. Und diese Parzelle ist heiliger Boden. Sie wird sofort markiert, nicht mit einem Handtuch, sondern mit einem sogenannten Vorzelt. Das Vorzelt ist ein faszinierendes architektonisches Phänomen. Es ist ein Zelt, das an den Wohnwagen angebaut wird. Es ist draußen, aber irgendwie auch drinnen. Auf dem Boden liegt ein spezieller Outdoor-Teppich, der jeden Morgen gefegt wird. Es gibt dort kleine Schränke, eine Lichterkette und manchmal sogar Gartenzwerge. Die Grenze der Parzelle ist absolut tabu. Wenn du auf dem Weg zu den Waschräumen auch nur einen halben Meter über die Parzelle von Herrn Müller läufst, riskierst du einen diplomatischen Zwischenfall. Entschuldigung, der Weg ist da drüben. Die Parzelle ist unser kleines Königreich, und jeder König braucht seine Grenzen. Aber was wäre ein deutsches Königreich ohne Gesetze? Das bringt uns zum wichtigsten Dokument jedes Campingplatzes, der Platzordnung. Du bist in der Natur. Die Vögel singen, die Grillen zirpen. Aber wehe, du bringst um 13:15 Uhr deine leeren Glasflaschen zum Container. Denn von 13 Uhr bis 15 Uhr herrscht die heilige Mittagsruhe. In dieser Zeit darf kein Auto fahren.
Keine Tür darf zu laut zufliegen, kein Kind darf zu laut lachen. In Italien beginnt um 13 Uhr das Leben, in Deutschland endet es. Die Natur hat vielleicht keinen Zeitplan, aber der deutsche Platzwart hat einen. Und der Platzwart ist auf dem Campingplatz das, was der Bundeskanzler in Berlin ist, nur mit mehr Macht. Warum machen wir das? Weil Entspannung für uns nur funktioniert, wenn sie strukturiert ist. Wenn jeder machen würde, was er will, wäre das Chaos. Und Chaos ist anstrengend. Die Regeln geben uns das Gefühl von Sicherheit. Wir wissen, um 22 Uhr ist Nachtruhe. Darauf kann man sich verlassen. Bevor wir gleich zu meinem persönlichen Lukas-Moment mit einer Wasserwaage kommen und klären, warum Camping eigentlich die perfekte Therapie für die deutsche Seele ist, ein kurzer, sehr effizienter Stopp. Gefällt dir diese Folge? Dann parke kurz ein und gib diesem Video ein Like. Es ist die beste Platzmiete, die du zahlen kannst. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keinen unserer kulturellen Ausflüge verpasst. Danke für deine Unterstützung. Und jetzt zurück an den Grill. Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Ich war vor ein paar Jahren mit einem kleinen Zelt auf einem Campingplatz an der Ostsee. Ich baute mein Zelt auf, warf meinen Schlafsack hinein und setzte mich mit einem Bier in die Sonne. Ich war glücklich. Neben mir parkte ein riesiges Wohnmobil. Ein älterer Herr stieg aus. Er grüßte freundlich, holte dann aber etwas aus seinem Kofferraum, das mein Weltbild veränderte. Es war eine Wasserwaage. Er legte die Wasserwaage auf den Boden seines Wohnmobils. Dann holte er kleine Plastikkeile, fuhr das Wohnmobil millimeterweise vor und zurück, stieg wieder aus, prüfte die Wasserwaage und das Ganze dauerte 45 Minuten. Ich fragte ihn irgendwann, ist das denn so wichtig? Er schaute mich völlig ernst an und sagte, »Junger Mann, wenn das Wohnmobil nicht im Wasser steht, läuft das Fett in der Pfanne beim Braten immer auf eine Seite. Das ist doch kein Urlaub.« In diesem Moment habe ich es verstanden. Der Deutsche überlässt nichts dem Zufall, nicht einmal die Schwerkraft. Das führt uns zur Ausrüstung. Wenn Deutsche campen, ist das eine Materialschlacht. Wir tragen unsere geliebten Zip-Off-Hosen, wir haben Stirnlampen mit 500 Lumen und unsere Campingstühle haben mehr ergonomische Einstellmöglichkeiten als ein Bürostuhl von einem CEO. Das Wichtigste aber ist die Satellitenschüssel. Du bist an einem der schönsten Seen Europas. Die Sonne geht unter, der Himmel ist rot. Was macht der Deutsche? Er dreht an einem kleinen Mast auf dem Dach seines Wohnmobils, bis er exakt den Satelliten Astra 19,2 Grad Ost gefunden hat. Warum? Weil am Sonntagabend der Tatort im Fernsehen läuft. Wir wollen die Welt, ja, aber wir wollen dabei unsere Gewohnheiten nicht aufgeben. Wir wollen das Rauschen des Meeres, aber wir wollen auch die Tagesschau um 20 Uhr. Es ist der Versuch, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren, die Freiheit der Ferne und die Sicherheit des heimischen Wohnzimmers. Warum ist Camping in Deutschland so unfassbar beliebt? Die Branche boomt seit Jahren. Die Campingplätze sind Monate im Voraus ausgebucht. Soziologisch und auch historisch ist das kein Zufall. Schon im 19. Jahrhundert gab es in Deutschland eine starke Wanderbewegung. Die Natur war für viele Deutsche kein Luxus, sondern eine moralische Erfahrung. Man ging in den Wald, um die Seele zu reinigen. Aber selbst damals galt, Ordnung und Natur gehören zusammen. Man wanderte auf markierten Wegen und sang dabei im Takt. Heute ist Camping der perfekte Kompromiss für die deutsche Seele. Auf der einen Seite haben wir eine tiefe romantische Sehnsucht nach Natur, nach Freiheit, nach dem Ausbruch aus dem Alltag. Auf der anderen Seite haben wir unsere DNA, den Wunsch nach Ordnung, Sauberkeit und Planbarkeit. Camping vereint beides. Es ist ein kontrollierter Ausbruch. Wir sind in der Natur, aber wir haben fließend Wasser. Wir schlafen draußen, aber hinter einer doppelt verglasten Acrylscheibe.
Wir sind frei, aber wir halten uns an die Platzordnung. Es ist die deutsche Version von Abenteuer. Freiheit ja, aber bitte mit TÜV-Plakette. Und natürlich ist das Wohnmobil frisch durchgecheckt. Selbst das Abenteuer braucht bei uns eine Bedienungsanleitung. Was lernen wir daraus? Vielleicht ist der deutsche Campingplatz gar kein Urlaubsort. Vielleicht ist er ein soziales Experiment. Und vielleicht fühlen wir uns genau deshalb so wohl. Zeit. Man grillt zusammen, man hilft sich beim Aufbauen des Vorzelts, man tauscht Tipps über die besten Mückensprays aus. Hinter all den Regeln, den Zäunen und den Wasserwagen steckt eigentlich eine sehr schöne Eigenschaft. Wir wollen es uns einfach richtig gemütlich machen. Und wir wollen, dass es fair zugeht. Mein Rat an alle Experts: Wenn ihr das wahre Deutschland kennenlernen wollt, geht nicht zum Oktoberfest. Geht auf einen deutschen Campingplatz. Kauft euch eine Parzelle. Fegt euren Vorzeltteppich. Und wenn euch der Nachbar einen Tipp gibt, wie ihr eure Heringe besser in den Boden schlagt, bedankt euch. Es ist seine Art zu sagen: Willkommen in der Nachbarschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet heute ein wenig Spaß bei unserem Ausflug in die wilde, aber perfekt organisierte Welt des deutschen Campings. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit wir weiter wachsen können. Schreibt mir in die Kommentare: Wart ihr schon mal auf einem deutschen Campingplatz? Was war eure verrückteste Begegnung mit der Platzordnung? Oder seid ihr vielleicht selbst stolze Besitzer einer Wasserwaage fürs Wohnmobil? Macht's gut, genießt die Natur und vergesst die Mittagsruhe nicht. Tschüss. Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.